Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode haben wir mal ein Ausrüstungsstück von High-Speed Gear und zwar das Direct Action Chest Harness und hier nochmal die Besonderheit, das allererste Modell. Ja, hier die allererste Version, also ich gehe mal davon aus, dass es auch damals schon Direct Action Chest Harness quasi war, weil der Aufbau relativ identisch ist zu der späteren Produktion, aber eben hier die Besonderheit, dass die Plastikschnellverschlüsse eben hier 98, 99 datiert sind und 1999 ist auch das Jahr, wo High-Speed Gear quasi den Betrieb aufgenommen hat, damals noch viel aus alten Duffelbags, also aus Canvas-Material, Ausrüstung hergestellt hat und aber eben auch hier schon aus Nylon. Das Direct Action Chest Harness ist so ein kompaktes Mikro-Rig. Hier ist jetzt mal die frühe Version, wo wir 4 aufgesetzte Doppel-M4 Magazintaschen haben. Die spätere Version hatte nur noch 3 Magazintaschen, dafür aber für jeweils 3 M4 Magazine. Ansonsten ist der Aufbau relativ identisch, auch mit dem Fach und so, wie wir das auch von High-Speed Gear kennen. Aber wir haben zusätzlich noch einen Plastikschnellverschlüsse, um die Taschen zu schließen etc. Und das ist dann eben auch nochmal ein Chest-Rig, was viel im Global War on Terror genutzt wurde. High-Speed Gear ist dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Die haben sehr viel innovative Ausrüstung hergestellt, gerade was die Magazintaschen etc. angeht. Auch in Europa, deutschlandweit sehr vertreten gewesen. Und ansonsten kennt man sie natürlich für ihre Chest-Rigs. Jetzt nicht unbedingt für den Nachfolger, wo das dürften nicht so viele vorher gekannt haben. Aber auch dieses Warlord, Denali, Chest-Rig etc., die alle so aufgebaut sind, dass die nochmal diese relativ großen Edmund-Fächer haben, beziehungsweise modularen Fächer, wo man nochmal andere Einsätze reinlegen konnten und die mit Klett fixiert wurden. Das sind so die Aushängeprodukte von High-Speed Gear. High-Speed Gear, die waren ziemlich dicht an der US Marines Base in Camp Lejeune und haben da eben custom-mäßig für die Marines Sachen hergestellt. Und dieses Chest-Rig habe ich in der Form nur auf einem Referenzfoto gefunden, und zwar von den USMC Force Reconnaissance Marines. Und da eben auch eine berühmte Person in dieser Szene, Travis Healy, der später für Magpul gearbeitet hat und da dann auch diese ganzen berühmten The Art of Tactical Carbine und so weiter, diese ganzen Videos rausgekommen sind und der heute seine eigene Firma hat mit Tactical Training und eben auch Ausrüstung. Damals Angehöriger der Force Reconnaissance Marines und danach noch im Global War on Terror als Contractor für Blackwater im Einsatz. Auf dem Bild sehen wir ihn und einen Kameraden noch mit der alten Ausrüstung von Point Blank, der Close Quarter Combat Ausrüstung. Und zwar wird da noch die Schutzweste getragen und eben dieses Chest-Rig von beiden oben drüber. Bei Travis Healy können wir erkennen, dass er hier unten drunter wahrscheinlich noch eine zusätzliche Sauerstoffflasche hat für den Notfall, falls man bei diesen Operationen, gerade hier VBSS, also beim Entern von Schiffen etc. oder auf der Arbeit von Ölplattformen, wie auch immer, ins Wasser fällt, dass man noch eine Notfall-Sauerstoffflasche hat. Sieht jedenfalls auf dem Foto so aus, kenne ich auch von Referenzbildern von den Navy Seals, dass sowas immer noch mitgeführt wurde. Ansonsten haben die eben diese Point-Blank-Equipment, was eigentlich auch alles ziemlich cooles Zeug ist. Das ist ein riesiger Satz gewesen mit Taschen, damals noch mit dem Klett und Druckknöpfen versehen, um eben Taschen in einer neuen Konfiguration anzubringen. Da gab es auch ein Pack dazu, eine Transporttasche, eben die Schutzweste an sich und eben nochmal diese Weste zum Überziehen. Und da sehen wir eben noch, dass diese Schutzweste getragen wird und wir eben noch dieses Oldschool-Kit haben, was damals Force Reconnaissance für Direct Action und so weiter anhatte. Ist auch ein ganz cooles Zeug, wenn man das mal kriegt. Ist natürlich sehr, sehr selten. Ich habe es leider nicht oder sagen wir so, bin auch ganz froh darum, dass ich das Thema nicht auch noch anfange. Da sind aber andere schon ziemlich weit, da habe ich schon das eine oder andere gesehen. Ja, der CQBE-Satz von Point Blank, da gibt es von Gear Illustration einen sehr netten Eintrag auf deren Homepage. Ich hau den Link mal in die Beschreibung, blende den auch nochmal ein sonst. Ich habe auch ein Referenzbild gefunden, was wir nämlich später brauchen, wenn ich euch erkläre, wofür diese Plastikschnellverschlüsse sind. Blende ich da nochmal ein und zwar kann man sich da das gesamte Kit einmal angucken, was super spannend ist und da seht ihr dann auch nochmal die Weste im Detail, wenn euch das nochmal besonders interessiert. Ansonsten habe ich ja nochmal ein paar andere Referenzen dabei gehabt von den Marines, wo das getragen wird. Dann schauen wir uns das Chest-Rig einmal im Detail an. Wie gesagt, 4 Doppelmagazintaschen, ja hier nochmal die Benzel. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch nochmal nachträglich gemacht wurde, um eben mit Handschuhen die Taschen besser öffnen zu können. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze mit Klett zu verschließen und einem Druckknopf oder eben auch
nur mit Druckknopf, dann können wir hier das Klett einfach nochmal abdecken, wenn ich es nicht nutzen möchte. Und das Ganze eben nur mit einem Druckknopf schließen. Die Taschen sind an sich alle identisch. Wir haben hier unten wieder ganz normal Wasserablaufösen. Hier unten drunter haben wir nochmal Ringe, um zusätzlich Material anzubringen. Wie gesagt, auf dem Referenzbild haben wir hier mit Riemen, dass da nochmal diese zusätzliche Sauerstoffflasche angebracht wurde. Genau, hier an der Seite halt die Plastikschnellverschlüsse, um das Ganze zu öffnen und eben auch die Weite einzustellen. Hier oben an den Schulterträgern haben wir hier einen Plastik-D-Ring, auch auf beiden Seiten, um eben wieder mit Schnur irgendwas zu sichern. Vielleicht auch was ich eben hier in diesem Hauptfach reinpacke. Wir haben 2 von diesen Fächern für ja, irgendwie nochmal Kleinzeug oder so und aber eben auch nochmal hier hinten eins, was mit Klett geöffnet wird, ein deutlich kleineres Fach. Hier denke ich mal, ist wahrscheinlich eher so für Kartenmaterial oder was auch immer. Und hier vorne kann man noch alles andere an Ausrüstung einlegen. Das ist ja auch so ein typisches Ding, was ich schon erwähnt habe, gerade bei den High-Speed Gear Chestricks, die halt sehr oft diese Fächer hatten. Dann haben wir hier den Schulterträger. Der ist auch ordentlich gepolstert. Hier vorne können wir das Ganze nochmal abnehmen. Hier haben wir nochmal Platz, um eine PTT oder ähnliches einzuhaken. Auch noch vielleicht nochmal ein Kabel durchzuführen, was auch immer man möchte, haben wir auf beiden Seiten. Und hier hinten ist das Ganze dann aufgebaut wie ein H-Harness. Hier können wir nochmal die Breite einstellen, wie ich es dann am Rücken haben möchte, also auch ob ich mit einer Schutzweste arbeite oder eben nicht. Hier unten, das habe ich jetzt vorhin schon mal weggesteckt gehabt. Hier kann ich dann nochmal die Höhe weiter einstellen, wie genau es sitzen soll. Und hier hinten habe ich eben für den Rücken nochmal einen breiteren Gurt, der auch nochmal ein bisschen verstärkt ist, um das Ganze dann über der Schutzweste zu tragen oder aber eben am Rücken anzupassen. Ja, hier unten nochmal die Ringe, auch hier kann wieder zusätzlich noch was angebracht werden. Wie gerade eben schon erwähnt, hier stelle ich dann einfach nochmal die Weite ein. Kommen wir mal zu diesen Plastik-Schnellverschlüssen, Fastex-Verschlüssen. Und zwar sind die dafür da, um das Assault Pack aus dem CQBE-Satz von Point Blank anzubringen. Da blende ich euch jetzt nochmal Fotos ein, die ich von Gear Illustration habe. Und da sieht man auch nochmal die Gegenstücke dazu. Und da kann ich eben das Ganze so mit diesem Chest-Rig verbinden und habe das Assault Pack nochmal direkt an meinem Chest-Rig angebracht. Ja, das Direct Action Chest Harness, da ist nicht so viel dran. Habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen und vermutet, als ihr das zum ersten Mal gesehen habt. Aber das soll so zu diesen Feature gewesen sein und eben auch einfach nochmal um zu zeigen, was für viele kleine Details einfach in diesem schönen Stück von 1999 stecken. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.